Wie ihr wisst, ist seit dem Regierungswechsel in Sachsen das Budget der HGB drastisch gekürzt worden. Diamantis ist zurück. Ich bin hier, um aktiv zu werden. Du warst ewig in Indien und ich war dir egal. Sag mal, wann machst du denn noch eigentlich Kunst? Du hast nichts anderes im Kopf als deine Karriere, oder? Alle machen ihr Zeug und ich lieg depressiv im Bett. Die Studierenden respektieren mich. Ja, das mag ja wohl sein, nicht aber der neue Kulturminister. Also, du sorgst jetzt gefälligst dafür, dass dieser Heckmendon den Studienpreis erhält. Vielleicht können wir das andere dann noch abwenden. Den Studienpreis erhält? Hey, Heckmendon. Ist Daphne da? Ja, in dem Zimmer. Daphne. Diamantis, was machst du denn hier? Du kannst hier nicht einfach reinkommen. Aber ich dachte, du wärst stolz auf mich. Ich dachte, du hast verstanden, da ich aus Liebe nach Indien gegangen bin. Es ist vorbei. Nein! Lass uns doch noch mal versuchen. Ich muss jetzt wirklich los. Aber die HGB braucht das jetzt mehr denn je. Du hast es anscheinend echt nicht verstanden, oder? Ich mache in einem halben Jahr Diplom, bitte versau mir das nicht auch noch. Ich war 10 Jahre an dieser Kunsthochschule und ich habe immer noch das Gefühl, ganz am Anfang zu stehen. Daphne, die neue Regierung will darüber bestimmen, was für Kunst an der HGB gemacht wird. Du hörst mir einfach nicht zu. Ich habe diese Wohnung ausgebaut. Ich habe mich im Stura engagiert. Ich habe Fokus für dich organisiert. Ich habe alles gemacht, was du von mir wolltest. Alles. Was willst du denn noch von mir? Ich habe nicht rausgefunden, was für mich wichtig ist, was für meine Kunst wichtig ist. Von daher lass mich jetzt bitte in Ruhe und ich gehe malen. Daphne, warte doch mal. Daphne. Schon mal, weißt du, was gerade los ist? Was? Daphne hat sich von mir getrennt. Oh, es tut mir leid. Willst du einen Kaffee? Inwieweit bist du in die Sache verstrickt? In eure Trennung. Nein, in die Sache mit dem Professor und der Direktorin. Was? Du weißt genau, was ich meine. Nee, du, ich weiß schon sehr lange nicht mehr, wovon du mal sprichst. Heckmendon, ich habe gestern zufälligerweise ein Gespräch zwischen dem Professor und der Direktorin mitgehört. Du sollst den Studienpreis gewinnen. Du bist doch noch nicht mal einen Tag in Deutschland. Es gibt Leute in der neofaschistischen Partei, die wollen dich als Gewinner installieren. Weil deine frühmythischen Waldartefakte die an die alten Germanen erinnert. Verstehst du, die versuchen hier gerade ihre Leitkultur durchzudrücken. Die zentralen Werte der Demokratie stehen auf dem Spiel. Das können wir nicht zulassen. Du musst mir helfen. Du musst mir erstmal selber helfen. Heckmendon, du hast dich verändert. Willst du dann noch die gleichen Dinge, über die wir früher mal gesprochen haben? Welche Dinge? Na, durch unsere Kunst die Welt zu verbessern. Glaubst du, das ist die Antwort? Ja, klar. Diamantis. Mich herauszuhalten ist das letzte bisschen Kontrolle, was ich noch über mein Leben habe.
Hei, miten meni näyttely? No, eikö se ole vasta huomenna? Onko kaikki valmiina? No, mun pitää vielä mennä sinne Versaaseen. Mun tekee pari viimeistelyä, mutta se on melkein valmis. Siinä on muuten tulossa gallerissa sinne mun näyttelyyn ja muutenkin aika paljon ihmisiä on ilmoittautunut. No mitä sä myyt sieltä? Ei se niin toimii. No sinähän haluat olla samalla tavalla kuuluisa kuin meidän koko taiteilijaperhe. Jos olisit aikoinaan yrittänyt näyttelijäuras kanssa, niin voisit nyt olla vaikka Hollywoodissa. En mä halunnut olla näyttelijä. No sen palkinnon voitat ainakin. En minä muuten tiedä, mitä tästä pitäisi tulla. Ainakin jotain kerrottavaa meillä pitää olla ensi. Siis rakastatteko te mua yhtään? No joo, tietysti. Mutta sun pitää olla varma siitä, että voitat. Ja siitä olet varma, jos saat vähän apua. Hei, mun pitää nyt mennä. Soitellaan myöhemmin. Joo, hei. No hei hei. Weißt du, wo der Professor ist? Nee, keine Ahnung. Sind das deine Bilder? Wusste gar nicht, dass du malst. Ich mal schon seit Anfang des Studiums. Nur anscheinend hat das noch nie jemanden interessiert. Machst du das für den Studienpreis? Ja, und für mein Diplom. Ritzt aber ganz schön viel rum, ne? Die Wand kriegt mehr Farbe als die Leinwand. Ich will mich halt dreckig machen beim Malen. Was? Glaubst du, irgendwer wird sich an mich erinnern, wenn ich hier mal weg bin? Gehöre ich überhaupt wirklich dazu? Ist doch nicht wichtig, ob du hier an der HGB dazu gehörst. Aber wie soll ich denn auf dem Kunstmarkt bestehen, wenn ich mich nicht mal an der Kunsthochschule beweisen kann? Spiel das Spielchen einfach mit. Du musst lernen, was du zu sagen hast. Es ist so schwierig, erwachsen zu sein und Künstlerin zu sein. Gestern hatte ich so einen merkwürdigen Traum. Ich bin auf einem Friedhof spazieren. Da fällt mir plötzlich etwas total Merkwürdiges auf. Die Inschriften auf den Gräbern sind irgendwie so anders. Da stehen Sachen drauf wie 2010 bis 2012 oder 1995 bis 1997. Keiner der Toten auf diesem Friedhof scheint älter als 2 Jahre geworden zu sein. Manche sind sogar nur ein paar Tage alt geworden und andere nur ein paar Stunden. Ich gehe also so diesen Friedhof entlang und frage mich, was das alles zu bedeuten hat. Da treffe ich plötzlich auf einen sehr, sehr alten Mann. Und ich frage ihn, wie er so alt werden konnte, wenn doch alle anderen Menschen auf dem Friedhof so früh sterben mussten. Und da schüttelt er den Kopf und lächelt und sagt, nein, nein, die Inschriften auf den Gräbern bedeuten nicht die Zeit, die ein Mensch gelebt hat, sondern die Zeit, die er nach der Kunsthochschule noch Kunst gemacht hat. Ja, aber vielleicht habe ich das auch gar nicht geträumt, sondern gelesen oder irgendwo gehört. Kommst du zu meiner Ausstellung? Ich bin leider schon verabredet. Mit wem? Mit dem Professor. Ach, und du weißt nicht, wo der jetzt ist? Nee, keine Ahnung. Okay, dann sehen wir uns beim Workshop. Dann. Weißt du, wo der Professor ist? Nee. Können wir nicht ganz normal miteinander reden? Lass mich einfach in Ruhe. Du darfst nicht denken, dass ich nichts für dich empfunden habe. Ja, aber ich war dir doch viel zu wenig ehrgeizig. Stimmt doch, oder? Lass uns nicht immer davon sprechen. Kommst du zum Workshop? Nee, du hast mir den Tag versaut. Seitdem die neue Regierung unsere Gelder so drastisch gekürzt hat, müssen wir uns ja nach Drittmitteln umsehen. Deswegen geht es in unserem heutigen Workshop darum, wie man sich als Künstler nach strategischen Partnern umsieht und ein Netzwerk bildet. Netzwerkbildung.
ist das Wichtigste für eure künstlerische Karriere. Es ist erschreckend, dass man hier als Künstler lernt, wie man einen Pinsel hält, nicht aber wie der Kunstmarkt funktioniert. Von der Mona Lisa bis zum Basquiat ist alles Flohmarktware, wäre nicht das Netzwerk. Das, meine Lieben, sind Realitäten der bildenden Kunst. Das ist doch Unsinn. Ich weiß genau, dass Sie in der Professor mit der rechtspopulistischen Regierung zusammenarbeiten. Nein, wir arbeiten so wenig wie möglich mit der Regierung zusammen. Wir grenzen uns ganz klar ab. Ihr habt Angst, euren Job zu verlieren. Aber träumen wir nicht alle denselben Traum? Was für ein Traum. Wollen wir nicht alle eine Gemeinschaft sein? An einem Strang ziehen, zusammenhalten? Genau das meine ich doch. Gelingt es euch nur, ein paar einflussreiche Leute von euch zu überzeugen, kann sich euer Leben innerhalb eines Augenblicks verändern. Die Unterwanderung der HGB ist im vollen Gang. Das, was hier läuft, nennt man eine nationale Kulturrevolution. Die wollen eine Studienpreisträgerin, die ein Spiegel des Selbstverständnisses der sächsischen BürgerInnen ist. Die Landesregierung entscheidet über Qualität, Originalität und künstlerischen Wert? Ja. Aber jetzt heißt es Nationalkultur, Brauchtum und so ein Zeug. Diamantes, es geht nun mal nicht von alleine berühmt zu werden. Man braucht dafür ein Netzwerk und Geld. Mir geht's ja nicht darum, berühmt zu werden, vor allem nicht unter solchen Voraussetzungen. Wenn es dir nicht darum geht, berühmt zu werden, was soll das ganze Gerede dann? Verstehst du das wirklich nicht? Mir geht es um die HGB. Mir geht es um die Institution. Mir geht es um Partizipation. Mir geht es darum, sich der Kunst widmen zu können, ohne Repression fürchten zu müssen. Ist das so schwer zu verstehen? Ich finde, die HGB sollte ein Refugium sein. Ein Zufluchtsort. Ein Ort, an dem man sich der ungeteilten Solidarität für den Künstler und das Werk sicher sein kann. Sich einfach mal gegenseitig wahrnehmen. Können wir nicht einfach alle Freunde sein? Ganz ehrlich sein miteinander an der HGB. Das sind doch nur 5 Jahre. Ich glaube, Diamantes geht's um seine Profilierung. Ich weiß nicht, ob ich länger mit so Leuten wie euch zusammen studieren kann. Mit solchen Ansichten. Man braucht doch den Glauben, dass man etwas verbessern kann, etwas verändern kann. Wenn ihr mir nicht helfen wollt, dann tue ich es mit alleine. Werkstattleiter. Werkstattleiter. Willst du arbeiten? Nee. Ich habe noch nie gearbeitet. Und werde das auch in Zukunft nicht tun. Ah, dann bist du einer dieser Parasiten. Ich wollte mir mal diese Vorhut der kulturellen Revolution angucken. Bald wirst du dir nicht mehr trauen, hier so hochnäsig rumzustolzieren. Du bist doch einer dieser Zugezogenen, hm? Kannst du dir vorstellen, dass das hier mal ein anderes Land war? Wir wurden ausverkauft. Wir wurden verurteilt und vom Westen überrannt. Aber jetzt holen wir uns unser Land zurück. Ich werde sie aufhalten. Ich bin nicht aufzuhalten. Wir sind nicht mehr aufzuhalten. Und dieser Kampf wird nicht nur politisch, sondern auch ästhetisch geführt. Der Westen hat mich schon mein ganzes Leben lang aufgehalten. Das werden wir nicht weiter zulassen.
Ich besitze keine Tupperdose. Habe keine gefärbten Haare. Kein Aktenkoffer. Kein Großraumbüro. Keine 2-Zimmer-Wohnung in Prenzlauer Berg. Keine Datscha in der Nähe von Grimma. Keine Wachsjacke. Kein Stipendium und keine Galerie. Welche Erzählung bleibt mir dann noch?